So, unser nächster Zwischenstopp auf der Route sind die Pancake Rocks. Ich weise sogar darauf hin, dass mehrere Besucher bei dem Versuch gestorben sind, ein Selfie bei den Klippen zu machen. Und sagen hier so, jo, hast du Bock auf ein Selfie? Dann bereite dich vor zu ertrinken, runterzufallen oder sonst was. Richtig gut. Vor 125.000 Jahren war das Ganze hinter mir quasi noch eine Art Strand und durch verschiedene Eruptionen, Wasser, Wellen und so weiter haben sich dann diese ganzen Grundrisse ergeben und auch so die Bröckel zwischen den Steinen. Und hier steht auch, dass bei jeder Welle wieder ein bisschen wegrutscht und in einigen tausend Jahren das Ganze wieder im Meer verschwunden sein wird. Gehen wir den Leuten doch mal ein bisschen auf die Nerven. So Bart, what are you doing here? Yeah, not much. Just waiting here along the highway. Yeah. Yeah. And then? And then getting in the bus and sitting in the bus the entire day. Okay. Yeah. Yeah. That's what it's about. Der Abend gestern war echt noch cool, nachdem wir dann was gegessen haben. Da gab es später dann noch eine andere Runde mit Holländern, Iren und anderen Deutschen, wo wir einfach in einer Runde gesessen haben und richtig viel gequatscht haben, einfach aus unserem Leben erzählt haben, vielleicht auch der eine oder andere Probleme geteilt hat und man schließt hier so Freundschaften so ganz schnell über einen Tag, vertraut sich relativ schnell und sieht sich dann ja wieder nicht mehr, aber das ist wirklich interessant und finde ich echt schön. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Franz Josef. Das ist eine Gegend mit einem richtig großen Gletscherberg und auch da wird es einiges zu tun geben und vielleicht komme ich dann auch mal dazu, ein paar Videoschnitte nachzuholen. In den letzten Tagen war das ein bisschen schwierig. Generell frage ich mich, wieso der Stil meiner Vlogs ankommt. Rede ich zu wenig? Gibt es vielleicht Fragen? Kann man vielleicht noch ein paar Sachen erzählen? Ich bin da für Anregungen und Feedback immer wieder gerne offen. Ich habe ja gerade erst damit angefangen und freue mich da über jeden Kommentar. Der Reisebus hat jetzt hier einen Stopp gemacht und hier gibt es ein paar Cafés und Läden und überall kostet das Wasser wieder an die $4 und das sehe ich überhaupt nicht ein. Jetzt bin ich ein bisschen gelaufen und tada, habe einen Supermarkt gefunden und wahrscheinlich wird es hier ein bisschen günstiger. So, ich habe jetzt für $4,44, also 2,66 € einmal ein Wasser mit Geschmack. Das war leider das günstigste komischerweise. Und dann noch Müsli-Riegel bekommen. Ja. Immer noch teuer, aber deutlich günstiger als das, was sich jetzt alle anderen geholt haben in den Cafés. Yeah. Der Fluss hier genau hinter mir ist der Kawatidi. Das steht für, what was the translation again for Kawatidi? Der Fluss hier hinter mir ist der Kawatidi. Das ist ein Fluss, der sieht jetzt ganz normal aus wie ein normaler Fluss. Aber im Winter erreicht er Fluthöhen von bis zu viel höher als die Straße, vor der ich gerade stehe. Und da kann es passieren, dass Autos stecken bleiben, dass sie nicht weiterkommen oder sogar mehr passiert. Deswegen kann diese Route im Winter quasi gar nicht passiert werden. Richtig interessant. So, ich bin jetzt in Franz Josef angekommen. Wir möchten uns was zu essen kochen, aber es ist ein wenig voll hier. Guten. Hey, how are you today? I'm very good, how are you? Oh, I'm great too. Is this live? Yeah. Ich bin jetzt im Rainforest Retreat in Franz Josef. Es ist ein ganz kleiner Ort mit nur rund 500 Einwohnern, aber das hier ist quasi der Zugang zu vielen schönen Bergen und auch einem Regenwald. Und zum Beispiel der große Berg hier ist der Franz Josef Glacier. Es ist ein riesiger Gletscher in Neuseeland und man kann da dann zum Beispiel einen Helikopter-Hike hinmachen, also eine Helikopterwanderung. Die kostet irgendwas zwischen $400 und $500. Ich mache die nicht, aber mir wurde schon davon erzählt und das soll richtig krass sein. Und manche hatten sogar das Glück, weil hier seit 3 Wochen keiner stattgefunden hat, dass dann die bei der ersten Tour live miterlebt haben, wie sich quasi ein neuer Weg durch die Eisbrocken und so gebahnt wurde und dann durften die da durchwandern über mehrere Stunden. Das war wohl richtig cool. Ja, mal schauen, was hier so geht. Was man noch dazu sagen kann, die gesamte Stadt besteht quasi nur aus einer Straße. Das heißt, da gibt es dann einen Supermarkt, einen Souvenirladen,
vielleicht noch 1, 2 Cafés oder Restaurants, aber das war's dann auch schon. Und egal wo man hierher läuft, man sieht immer bei der richtigen Richtung diesen schönen Gletscher im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie gut man es jetzt so hier sieht. Ich mache auf jeden Fall noch irgendwie ein paar Aufnahmen. Und ich werde hier wahrscheinlich einfach noch mal Kajak fahren, ein bisschen schneiden und auch eine kleine Wanderung durch den Regenwald machen. Sehr, sehr geil. Ich habe jetzt gerade von einem Hike erfahren, also Hike heißt Wanderung, falls es manche nicht wissen, wo ich jetzt ungefähr 3,5 Stunden laufen werde und ich dachte mir erst so, ich weiß nicht, aber die Route klingt ganz nice und dort soll man dann wirklich einen Wasserfall sehen, wo auch viele Leute schwimmen gehen und auch Gletschereis. Und wenn ich schon nicht den Heli-Hike oben auf den Berg mache, dann gucke ich mir das wenigstens so an. So, jetzt gerade laufe ich hier in die Hauptstraße hinein. Man sieht es dann hier ein bisschen im Hintergrund, da ist noch nichts, aber das hier ist im Prinzip auch schon die ganze Stadt. Und ich möchte mich an der Stelle jetzt hier einfach nochmal bei jedem bedanken, der mich in letzter Zeit über Kommentare, ein Abo, einen Daumen hoch oder sogar über einen ganz kleinen Betrag bei PayPal unterstützt hat, was ich dann ja auch genannt habe. Das freut mich einerseits mega, weil man hier echt viel Arbeit reinsteckt und auch wenn ich das eigentlich nur für mich mache, sind die Reaktionen super cool und motivieren dann einfach noch mehr. Und auch so generell die meisten Leute, die man hier trifft, motivieren einen eher dazu, noch mehr zu filmen oder nehmen einfach mal die Kamera in die Hand oder so. Die Reise so festzuhalten ist zwar anstrengend und manchmal stört das auch ein bisschen, aber wenn man sich dann die Videos anguckt, sind die Momente dadurch so klar verankert, dass das doch echt wieder was sehr, sehr Schönes ist. Und ja, deswegen mache ich auf jeden Fall erstmal damit weiter. Ach, schade, schade, wie nervig. Ich habe hier gerade spontan einen Skydive-Shop gesehen und dachte mir, warum mache ich nicht einen Skydive hier, wenn die ganzen Helikopter auch rumfliegen? Aber Skydive ist heute wieder gecancelt worden und dann bin ich noch in einen anderen Skydive-Laden gegangen, der einen Skydive ein bisschen weiter weg macht, auf der anderen Seite des Gletschers. Aber auch die haben heute leider keinen Skydive am Start. Ich schätze mal, man kann auf Kamera überhaupt nicht nachvollziehen, wie umwerfend das einfach ist, hier rumzulaufen. Mit all diesen Bergen zwischen einem, vor allem wenn man es nicht gewöhnt ist. Weil es heute schon ein bisschen später ist, werde ich jetzt noch mal versuchen zu hitchhiken, also per Anhalter zu fahren. Dann spare ich mir eine Stunde Weg. I know, I would like to say thank you and show you that you brought me here. But if you don't want that, it's fine. Yeah, no, we can do that. Yeah. So I met these two very, very nice people who just brought me here to the Fox Glacier. Thank you so much. It's a pleasure. No problem. Ja, das war wirklich cool und sehr nett. Ich hätte die beiden noch mal mit ihrem Namen vorstellen sollen, aber ich habe die leider wieder vergessen. Wir haben uns so viel unterhalten und das war richtig cool. Also das waren ein Pärchen aus England und die besuchen hier einmal Neuseeland so an sich, aber dann haben wir auch Verwandtschaft hier und die Dame hat früher mal in Berlin gewohnt für ein paar Jahre und konnte da ja auch ein kleines bisschen Deutsch. Das war echt cool zu hören. Und ja, die haben das Auto kam um die Ecke und ich habe ganz schnell den Daumen hoch gemacht und die haben sofort angehalten und das war richtig nett. Und dadurch habe ich mir jetzt eine Stunde Weg gespart und kann jetzt mehr Zeit in die Wanderung investieren. Richtig cool. So just to know how it sounds, this would be like my accent if I would try to vlog in English. I don't really dare to vlog in English because I don't like my German accent and that's why I don't do it. Das ist schon wirklich krass. Also hier war eine Infotafel, auf der stand, dass der Gletscher früher bis hier ging. Also das Eis ging bis hier unten und jetzt ist es nur bis da oben. Und ja, das hat mit der zunehmenden Weltbevölkerung und damit natürlich auch dem immer weiter höheren Energiekonsum und CO2-Verbrauch zu tun. Und globale Erwärmung. Was ich echt sehr cool finde und bisher auf den anderen Wanderungen so nicht erlebt habe, ist, dass auch echt sehr viele Senioren hier sind, die diese Wanderung mitmachen. Props an euch. Ja, wer hat sich eigentlich schon mal gefragt, wie das mit so einem Gletscher funktioniert? Wenn man jetzt hier auf den Gletscher guckt, sieht man, wie der nur so von der Sonne angestrahlt wird. Tja, und soweit ich weiß, ist es so, einmal ist es oben ja generell kälter als weiter unten und dann verändert sich auch die Oberflächenbeschichtung und die Oberfläche dort oben speichert Wärmeenergie einfach viel schlechter oder viel geringer
als die hier unten. Und deswegen kann der Schnee dort liegen bleiben. 1960 ging der Gletscher bis zu dem Punkt, an dem ich jetzt gerade stehe. Jetzt fließt hier nur noch Wasser runter und der Gletscher beginnt immer noch erst da hinten. So, ich habe jetzt gerade auf meiner Wanderung noch den Malte und die Lea getroffen. Hi. Und die kommen auch beide aus Deutschland und haben mich dann einfach mitgenommen. Richtig nice. Und dadurch habe ich mir noch eine Stunde Wanderung erspart. Mega cool. Und die beiden sind hier in einem Campervan unterwegs. Und das sieht auch richtig fresh da drin aus. Bin ich schon ein bisschen neidisch. Aber Super geil! ich will auch.